Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau und einiges anderes, was man so halt alles bauen kann. Heute werde ich mal was machen, was eigentlich nicht unbedingt für Lab ist, vielleicht eher mal was für Cosplay. Und zwar will ich mich mal an den Helm versuchen. Ich habe da schon mal ein bisschen was angefangen. Keine Ahnung, was das nachher wird. Es sieht schon ein bisschen komisch erstmal aus, aber schauen wir mal. Ihr kennt mich ja, manchmal sieht es am Anfang komisch aus und wird nachher dann vielleicht doch noch hübsch. Wenn euch das ganze Thema Helm interessiert, wie gesagt, das ist jetzt ein erster Versuch, mal so ein Ding zu bauen. Vorher habe ich sowas noch nie wirklich aus Matte gebaut. Ich habe mal einen Versuch gestartet, aber eher schlecht wie recht. Der neue sieht jetzt auch noch nicht so berauschend aus. Aber mal gucken, was draus wird. Na? Dann hoffe ich mal, das ganze Thema interessiert euch. Und wenn es euch gefällt, vergesst das Abo nicht und die Glocke, damit ihr keins meiner Projekte verpasst. Wir sehen uns. So Leute. Ich habe schon ein bisschen was vorgemacht. Eigentlich wollte ich das erstmal nur mal so für mich ausprobieren. Aber irgendwie habe ich jetzt doch dazu Lust, ein Video zu machen. Und zwar bin ich hingegangen, habe einen Softball genommen, also so einen größeren Fußball, habe den halb damit mit Klebeband und habe dann quasi den geviertelt. Bin zwar hingegangen und habe nicht alles dieselben, also verschiedene genommen, sondern habe wirklich nur einen Teil davon, was vielleicht der Fehler war, weil wenn ich das hier so sehe, das sollte eigentlich rund werden. Das sieht jetzt irgendwie so ein bisschen oval aus. Aber da ist egal, da machen wir halt einen anderen Helm oder eine andere Form draus. Bin da ja flexibel. Dann gehen wir jetzt erstmal hin, weil ich habe gemerkt, ich habe dann hier die Sachen mit Heißkleber gemacht. Also jetzt so die ersten Stücke hier so, die gehen noch, aber ich muss sagen, hier so, das sieht irgendwie kacke aus. Kann man nachher wegmachen. Das sieht man später dann nicht mehr. Also wenn das so klappt, wie ich mir dazu überlegt habe. Also gehe ich jetzt doch hin und mache es doch mit Pattex. Ich glaube, das könnte dann doch vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Hoffe ich auf jeden Fall. Also soweit der Plan. Mal gucken. Ich muss da jetzt selber erstmal so ein bisschen Erfahrung sammeln. Weil ich irgendwie Lust habe, auch mal so Rüstungsteile zu machen. Wenn euch das interessiert, das Thema, so von wegen aus Schaumstoff mal so Rüstungsteile, so Armschienen, Beinschienen. Ich habe ja eigentlich vor, eine Zwergenrüstung zu machen. Bin jetzt am Planen schon, aber das hier wären so quasi so die ersten Tests, ob ich sowas überhaupt hinkriege aus Schaumstoff. Also wie gesagt, wenn euch das Ganze interessieren sollte, könnt ihr gerne einen Kommentar unterschreiben unter das Video. Und dann, je nachdem, was ihr sagt, würde mich natürlich freuen, das mal auszuprobieren, wenn da Interesse ist. Also wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare unter das Video. Und dann gucken wir mal, ob ich da irgendwas draus hinkriege. So, das Ding wird dann quasi ein Band. Das soll dann rundherum kommen. Bin schon mal hingegangen, habe so eine Kernstabbreite genommen als Klebekante. Habe das dann hier unten auch. Aber ich werde das jetzt erstmal zusammenkleben, wenn das was angetrocknet ist. Ich habe es jetzt relativ dünn drauf gemacht. Das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Hoffe ich. Soweit der Plan. Gut. Normalerweise die anderen, wenn sie so dickeren Schaumstoff nehmen, nehmen die Superzement. Ich versuche es jetzt mal mit Pattex, weil ich halt Pattex hier habe. Wie gesagt, mit Heißkleber hat es nicht so gut funktioniert. Geht auch, aber es ist halt, naja, ihr seht es ja, es ist nicht so toll. Kann natürlich auch sein, dass ich beim Schnittmuster selber irgendwie Kacke gebaut habe. Das ist alles noch nicht so das Optimale. Aber wie gesagt, ich wollte das jetzt einfach erstmal so probieren. Und dann gucken wir mal. Schauen wir mal, ob das schon so irgendwie hält. So. Das geht schon so irgendwie. Eigentlich sogar besser, wie ich angenommen hatte. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Ritzen hier irgendwie, die sind noch nicht so toll. Das Ganze muss ich noch ein bisschen zusammendrücken. Aber auf jeden Fall sieht es schon besser aus wie mit dem Heißkleber. Wenn man dünn drauf macht, trocknet es relativ schnell. Okay, hier an den Stellen ist es noch nicht so wirklich trocken. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen länger dann warten. Aber das klappt. Das geht. Aber jetzt glaube ich wirklich zu kurz, wo ich gewartet habe.
ich vielleicht wirklich noch so ein bisschen warten sollen. Naja, gut. Das ist immer, wenn man die Videos dreht, da ist man immer so ein bisschen nervös, weil das immer was länger dauert und man nicht so viel die Leute warten lassen will. Gut, ich kann das ja alles rausschneiden, aber im Endeffekt bin ich selber immer neugierig, wie es dann nachher wird. Daran könnte es dann vielleicht auch liegen. Auf jeden Fall, Leute, das Ganze sollte man schon ein bisschen antrocknen lassen. Ich glaube, das ist besser. Ich war jetzt wirklich wieder ein bisschen zu voreilig. Aber prinzipiell, wie ihr seht, das geht eigentlich ganz gut. Ein bisschen wartet, also länger wie ich. Die zweite Seite, das sieht schon wesentlich besser aus wie die erste. Wie gesagt, ist jetzt nicht so schlimm, dadurch, dass ich über die Sachen sowieso noch so ein paar Sachen drüber machen will. Wie gesagt, das ist jetzt mal so ein erster Versuch. Sieht irgendwie ein bisschen komisch schon aus. Aber mal schauen. Im Endeffekt will ich jetzt hingehen, das Ganze jetzt hier einmal noch einfassen. Und dann mal gucken, wie das dann nachher aussieht. Allerdings glaube ich, dass ich das Ganze hier noch so ein bisschen trocknen lassen muss. Da glaube ich noch nicht so das Optimale. Ich habe da ein bisschen zu kurz gewartet. Ich nehme einfach nochmal ein. Ja, hier, wie ihr seht, die Seite, die zweite hat wesentlich besser gehalten wie die erste. Da habe ich auch ein bisschen länger gewartet, eine Minute oder zwei. Aber das müsste eigentlich gehen. Das lassen wir jetzt noch mal ein bisschen was antrocknen. Und dann versuchen wir das noch mal zusammenzudrücken. Und dann versuchen wir mal hier aus dem ganzen Ding was Hübsches danach herauszukriegen. Wie gesagt, mal gucken. Ich bin mal gespannt, was draus wird. Also momentan sieht es irgendwie nach einem Ei oder sowas aus. Naja, schauen wir mal. So, das Ganze habe ich jetzt mal ein paar Minuten länger antrocknen lassen und versuche das jetzt nochmal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ich hoffe mal, dass das jetzt besser hält. So. Ja, das geht. Man muss es halt nur ein bisschen länger antrocknen lassen. Wie ihr seht, das ist schon deutlich besser wie das hier. Ne? Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Ich habe da schon so ein, zwei Ideen. Das Ding sieht jetzt nicht wirklich rund aus. Sollte eigentlich rund werden. Naja, rund ist was ganz anderes. Aber wie gesagt, ich will jetzt einfach mal so ein bisschen was rum experimentieren. Dann gehen wir jetzt einfach mal hin. Kugelschreiber. Mine. Ich hoffe, einen, die auch schreibt. Ja. Nachher so richtig funktioniert, bin ich auch noch nicht so ganz schlüssig, aber naja, mal gucken. Schauen wir einfach mal, was draus wird. So. Weiß ich nicht, Leute. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich mache jetzt hier mal ein Stück, das nachher alles so gut aussieht. Nice. Machen wir mal hier so ein bisschen länger, aber nicht zu lang. Ich schneide das Ganze mal ab. Ich weiß auch noch nicht, ob das eine gute Idee ist, das Stück schon komplett zu machen. Im Endeffekt vielleicht ist es besser. Eigentlich. Ach, wir versuchen das einfach mal. Ist doch egal. Wir machen es, wie ich es immer mache. Wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. So.
Ganze machen wir relativ dünn wieder drauf, weil es schneller trocknet. Das hat ja an den Seitenteilen auch relativ gut geklappt. Bin mal gespannt, was nachher bei dem Teil rauskommt. Bin jetzt noch nicht so schlüssig, aber wir versuchen es einfach mal. Im schlimmsten Fall habe ich neue Erfahrungen gewonnen, die ich dann beim nächsten Versuch einsetzen kann, oder vielleicht besser hinkriegen. So. Wie gesagt, so einen richtigen Helm oder überhaupt so was wie ein Helm. Ich habe mal so ein Teil gebaut, da habe ich als Grundgerüst, den müsste ich übrigens auch noch fertig machen. Da habe ich, na sag schnell, einen Bauarbeiterhelm genommen. Ich habe mir nämlich auch noch einen besorgt, da habe ich auch noch eine Idee mit. Aber ich wollte jetzt erstmal gucken, wie das generell klappt, da einen aus Matte mal zu machen. Mal schauen, wie das dann aussieht. Ich war eher so am Überlegen, 10er Matte zu nehmen. Bei dem anderen Projekt mache ich das wahrscheinlich auch. Und bei dem hier probiert jetzt erstmal mit 6er Matte. Da hatte ich noch Reststücke. Außer wie das lange Stück, da muss ich leider eine neue Matte schneiden, weil das sonst nicht rumgepasst hätte. Ich wollte auch erst so ein bisschen stückeln, aber habe mich dann doch dagegen entschieden. Ja, ich bin mal gespannt, wie das nachher aussieht. Das soll jetzt erstmal nur so der Grundbau werden von dem Teil. Bin mal gespannt. Wie gesagt, ich mache es relativ dünn drauf. In der Hoffnung, dass es dann ein bisschen schneller trocknet. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen, dass wir das vernünftig andrücken können. Und dann gucken wir mal, wie das Ding nachher aussieht. Also ich sage ja, ich bin selber noch nicht so ganz schlüssig, was das werden soll. Außer, dass ich versuche, einen Helm zu bauen. Momentan sieht das irgendwie nur aus wie so eine, ja, ich weiß ja nicht, wie es aussieht. Naja, gucken wir einfach mal, was draus wird, wenn ich nachher fertig mit bin. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet, hoffe ich auf jeden Fall. Dann probieren wir jetzt einfach mal aus, wie das so klappt. Wie gesagt, ich bin mir da selber noch nicht so ganz sicher, was das nachher gibt, wenn es überhaupt einen Helm gibt. Vielleicht hier doch, keine Ahnung, ein Kochpot. Das ist halt nur mal so ein Test, ob das nachher auch was wird. Also momentan würde ich sagen, geht es echt gut. Der Trick ist wirklich, die Sachen ausreichend antrocknen zu lassen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das hier so weit hinkriegen, dass das nachher auch vernünftig passt. Habe das dann quasi jetzt hier so überlappend gemacht mit der Kante. Dann machen wir hier. Dann wissen wir, wie wir das abschneiden müssen. Und dann hoffe ich mal, das funktioniert. So. Dann gehen wir nochmal hin. Schmieren das hier noch ein. Da hatte ich schon zu weit wieder eingeschmiert. Hätte ich mal besser noch so eine kleine Markierung machen sollen. Aber, naja, gut, beim nächsten Mal wissen wir es besser. So. Schauen wir das hier auch noch so ein bisschen ein, dass die Kanten dann auch zusammenhalten. Ja. So. Wie gesagt, das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen antrocknen.
So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Dann gucken wir mal jetzt, ob wir das hier irgendwie so richtig vernünftig dran kriegen. Ja, das geht doch schon ganz gut. Außer hier an der einen Stelle. Da habe ich ein bisschen, kann man noch nachschieben. Gott sei Dank, Leute. So. Sieht irgendwie aus wie so ein Seppelhut. Ob das nachher ein Helm wird, Leute, oder wenigstens wie ein Helm aussieht. Und dann hat er mehr so was wie ein Seppelhut. Fehlt nur noch irgendwie die Feder dran. Mal schauen. Bin mal gespannt, ob ich das hier kriege. Passt der überhaupt? Oh ja. So Leute, nur damit ihr mal seht, wie das aussieht. Wie gesagt, hat ein bisschen was von einem Seppelhut. Also auf dem Kopf passt das schon mal drauf. Ja. Mal gucken nachher. Wie gesagt, ich gucke einfach mal, was ich draus mache. Sieht wahrscheinlich nachher ein bisschen komisch aus, aber mal schauen. Ich probiere einfach mal was aus. Dann hoffe ich mal, das Thema interessiert euch. Und dann gucken wir mal, was weiter draus wird. So Leute, dann wollen wir mal mit dem Helm weitermachen. Ich habe jetzt schon ein bisschen mir was überlegt. Das ist jetzt hinten, das vorne. Das Ding, da bekommt quasi so eine Art Nasenschutz. Da habe ich jetzt schon mal so ein Teil, eine Schablone gemacht. Habe das jetzt ausgeschnitten. Und damit wir dann einen schönen Knick reinkriegen, geht da hin. Müsst ihr aufpassen mit dem Cutter, da er nicht zu tief einschneidet. Also nicht durchschneiden das Material. Also erstmal die mittlere Linie und dann schneidet er so ein V rein. Zur Mitte hin, wo ihr quasi ausgeschnitten habt. Wie gesagt, passt auf, da das nicht durchschneidet. Ja, seht ihr, wenn alles gut klappt, könnt ihr in einem raus. Dann habt ihr quasi hier, dann könnt ihr das Ganze, nimmt ihr halt einen Pattex, Sekundenkleber, irgendwas, was ihr gerade als Kleber halt benutzt. Und drückt das quasi zusammen. So. Das müsst ihr dann ein bisschen halten. Und dann habt ihr quasi einen schönen Knick. Das kann man für alles Mögliche brauchen. Das ist eigentlich relativ simpel zu machen. Wie ihr seht, einfach nur eine Linie und dann halt so ein V raus. Da kann man alles Mögliche mitmachen. Von Schuppen über, keine Ahnung, Schulterteile, die ein bisschen spitzer zulaufen. Oder was auch immer ihr vorhabt, da zu machen. Also da kann man schon einige, auch für Schilde oder ähnliches, für Verzierungen. Da habe ich auch schon alles Mögliche mitgemacht. Man hat nicht zu dick drauf gemacht, da trocknet das relativ schnell. Wie ihr seht, ne, das hält jetzt, ne? So sieht das dann aus. So, wo haben wir hier? Hier haben wir vorne. Jetzt will ich das Ganze hier so einkleben. Von außen machen wir das nicht. Ich habe mir überlegt, das von innen einzukleben. Allerdings habe ich jetzt gerade so gesehen, das Problem ist natürlich, ich hätte dann nur hier die Kante als Klebekante. Das ist natürlich dann auch nicht so toll. Also, wenn wir mal wieder das machen, was wir immer machen, ein bisschen improvisieren. Und zwar machen wir dasselbe mit dem V, was wir an dem Nasenteil gemacht haben. Also, wie gesagt, das ist jetzt meine Überlegung. Habe ich das jetzt hier innen auch nochmal gemacht. Dann würde ich das quasi hier so in das V einkleben kann. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich denke mal schon. Sieht nämlich schon, sah ganz gut aus. Weil das jetzt quasi mache ich das nur, um die Auflage ein bisschen zu vergrößern. Ich habe auch ein bisschen schief geklebt, sehe ich gerade. Oder die Linie innen. Na, ich glaube, die Linie innen habe ich ein bisschen versetzt gemacht. Ich hoffe mal, dass das nachher nicht ganz so schlimm aussieht. So. Das Nasending können wir auch noch ein bisschen mit ankleben. Ich habe das auf beide Seiten gemacht. Jetzt noch. Das Ganze nämlich komplett ankleben, dann hält das nachher auch besser. Wie gesagt, ist jetzt mein erster richtiger Schaumstoffhelm, den ich mal versuche.
Der Helm selber ist natürlich noch nicht so wirklich so geworden, wie ich es gern gehabt hätte. Das Ding hat jetzt irgendwie mehr was von einem Normannenhelm momentan noch, aber ich hoffe mal, das kriegen wir irgendwie noch hin, dass das nachher doch ein bisschen zwergisch aussieht. So, das ist dann quasi so der Nasenschutz. Ja, funktioniert, sogar mit Brille, sehr gut. Und dann hatte ich mir überlegt, hinten schon mal so eine Art Nackenschutz einzukleben. Dann gehe ich jetzt hin. Ja, wir fangen einfach mal hier so ein bisschen in der Mitte an. Nehmen wir auf links und rechts so ein bisschen mehr. Hier hatte ich mir so eine Linie gemacht, weil ich weiß, wo in der Mitte vom Helm quasi die Linie ist. Und dann soll das ungefähr bis zur Mitte gehen. So weit der Plan. Ich hoffe mal, das funktioniert alles, was ich mir das so vorstelle. Die eine Seite hin, die klebe ich dann auch bis zur Mitte. Ist auch ein bisschen zu lang geworden. Doch, passt. Jetzt sah es gerade nur so aus, weil das Band nicht so richtig dran wollte. Wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen ungewohnt. Das ist mein erster Versuch, mein Helm. Ich wollte eigentlich da ein bisschen erstmal eine vernünftige Schablone machen. Aber irgendwie, ich hatte jetzt einfach mal Bock drauf, loszubauen wieder. Und gucken wir mal. Ich hatte zwar ein paar Videos mir dazu angeguckt, aber das Ganze hat irgendwie nicht so ganz geklappt mit der Schablone. Also gehe ich jetzt hin und probiere das einfach mal so ein bisschen aus und hoffe, dass da irgendwas Ansehnliches bei rumkommt. Was wenigstens so ein bisschen wie ein Zwergenhelm dann nachher aussieht. Wie gesagt, momentan wird es noch nicht wie ein Zwergenhelm aussehen. Mal gucken, was wir daraus hinkriegen. So. Dann haben wir quasi hier schon mal so einen Nackenschutz. Ja. Dann kann ich schon mal ein Video von machen. Beziehungsweise ein anderer Blickwinkel, damit man das Ganze schon mal so ein bisschen sieht. Das machen wir jetzt gleich auch mal. So. Wie gesagt, momentan hat das irgendwie mehr was von einem Normannenhelm. Ich hoffe mal, dass das nachher, wenn ich das fertig habe, doch noch irgendwie aussieht. Dann bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher, ob das Ding nachher auch aussieht, Leute. So, Leute, nur damit ihr schon mal ein bisschen gucken könnt. Ja, so sieht das Ding jetzt aus. Ja, Nasenschutz. Hier werde ich dann noch so ein paar Flanken dran machen, so ein bisschen mit so, ja, keine Ahnung. Ihr wisst schon, wie die Dinger halt aussehen vorne so zu. Keine Ahnung, ob die irgendeinen Namen haben. Wie gesagt, in der Helm oder generell in echten Sachen bin ich nicht so drin. Ich baue sowas halt immer nur für Hobby. Manche Sachen lese ich nach, andere halt nicht. Ja, soweit sieht er jetzt aus. Jetzt werde ich mir mal überlegen, wie ich das Ganze hier so ein bisschen zumache und dann alles nachher zwergisch gestalte. Hab mir dann überlegt, dass hier quasi wie bei manchen von den Moria-Helmen so ein Horn dran kommt. Ne? Allerdings habe ich mir da was Hübscheres überlegt, wie die Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe. Und dann an der Seite kommen dann nicht nur diese flachen Hörner, sondern da will ich ein bisschen was Höheres haben, dass das ein bisschen, ich sag jetzt mal, eindrucksvoller aussieht. So, dann machen wir jetzt hier mal kurz eine Pause. Dann werde ich mir mal wieder was überlegen, was zusammenschneiden und dann wieder weiter dran machen. Und gucken wir mal, was das dann gibt.